Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTube-Kanal. 2025 war ganz bestimmt für einige ganz intensives Jahr. Einige hatten das Gefühl, oh mein Gott, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Sehr emotionales Jahr, vor allem die die letzten Wochen für viele Menschen. Und wir haben aber noch eine letzte Aufgabe in diesem Jahr. Der entscheidende Neumond kommt jetzt heute. Am 20. Dezember haben wir 28, 24 Grad einen Schützen-Neumond. Es ist ein Neumond, wo ihr radikale Entscheidungen treffen werdet. Einen riesigen Wendepunkt in eurem Leben. Mal schauen, welche Entscheidung ihr treffen werdet. Ich möchte euch ein bisschen über diesen Neumond euch aufklären, um was es geht. Eines kann ich euch schon voraussagen. Manche Neumonde geht es nicht nur um einen Neubeginn, sondern um eine klare Positionierung, um eine Entscheidung. Hier, dieses Neumond, ist sehr wichtig, dass ihr wisst, wie der funktioniert und dass ihr sie auch anwendet. Es ist ein Neumond, wo nicht alltäglich ist, sondern ein Neumond, wo etwas von euch verlangt, eine ganz klare Entscheidung verlangt. Und einige Leute, die das wenig können oder nicht entscheidungsfähig sind in diesem Monat, werden das relativ extrem spüren bekommen. Aber so oder so, wir werden wirklich neue Wege einschlagen, kann ich euch sagen. Jetzt ist so, jetzt gehen wir auch ein bisschen intensiver in diesem Neumond. Was haben wir eigentlich dieses Jahr so ein bisschen gelernt, wenn wir so ein ganzes Jahr ein bisschen anschauen? Ich habe euch ganzes Jahr gesagt, 2025 ist eigentlich ein Jahr, wo wir uns bewusst sein müssen oder bewusst sind wir noch in der Opferenergie oder kommen wir aus der Opfersituation raus? Ich habe schon das bereits Anfangsjahr gesagt, wenn ihr dieses Jahr geht, überlegt auch viel an die Vergangenheit. Wie habt ihr diese Thematik in der Vergangenheit gelöst? Und haltet euch viele an Beweismaterialien. Also haltet euch nicht nur auf das Gehörte, geht nicht so, ja, ich das, sondern klare Ergebnisse, habe ich euch gesagt. Und vor allem die letzten Monate seid ihr relativ sehr provoziert worden, weil das System wollte noch eine letzte Prüfung von euch haben. Warum die letzte Prüfung, sage ich eigentlich? Ich habe beim letzten Video gesagt, Eigenverantwortung ist angesagt. Eine Verantwortung, wo wir uns bewusst sind, lassen wir noch gewisse Dinge zu. Weshalb habe ich das gesagt? Weil wir viele Planeten in den letzten Grad haben. Das heißt, der Uranus ist in den letzten Grad Stier, der Saturn ist im letzten Grad Fisch, Neptun ist im letzten Grad Fisch. Das heißt, ganz viele Planeten im letzten Grad Fisch. Der Pluto ist ganz am Anfang, aber noch nicht in den Grad, wo eigentlich der etwas Neues in Wassermann beginnt, sondern der will eigentlich, also der ist ganzes Jahr noch daran eigentlich, dass wir die Strukturen, die wir noch nicht loslassen können, loslassen müssen. Dass wir aus den falschen Strukturen jetzt mal rauskommen. Und manche Leute in diesem Jahr haben manche Fehlentscheidungen getroffen, weil sie gesagt haben, ich will noch in den gleichen Strukturen bleiben. Und die anderen haben vielleicht eine gewisse Struktur losgelassen, wollen aber immer noch in den alten Strukturen leben. Also etwas Neues wollen sie gar nicht zulassen. Und die Planeten haben diese Menschen gezwungen und gesagt, so jetzt ist diese Struktur vorbei. Diese Gewohnheitssystem ist vorbei. Wir wollen etwas Neues lernen. Ich bin jetzt im Wassermann, sagt der Pluto. Der Pluto sagt, ich will neue Dinge lernen mit dir. Das heißt, damit wir überhaupt offen sind für das Neue, müssten wir sowieso das Alte abschließen. Das Alte regeln eigentlich. Eine sehr intensive Zeit, und wenn wir natürlich so viele Themen haben, wo wir etwas abschließen müssen, beenden müssen, da geht es natürlich nicht um neue Erfahrungen sammeln. Da geht es darum, dass wir Lektionen aus der Vergangenheit noch einmal bekommen und wir eigentlich uns die Frage stellen, übernehme ich jetzt die Eigenverantwortung hier? Erlaube ich noch die Dinge, die ich vielleicht früher erlaubt habe? Oder sage ich jetzt, nein, das erlaube ich nicht mehr. Ich akzeptiere das nicht mehr vielleicht, sondern wenn ich sehe, diese Situation in der Vergangenheit habe ich schon bereits erlebt, diese Situationen habe ich gesehen, den gleichen Punkt möchte ich nicht noch einmal erleben. Das heißt, ich
entscheide mich vielleicht gegen eine Situation oder gegen eine Firma, gegen eine Person, weil ich sage, für das bin ich gereift. Ich habe alles gelernt eigentlich. Ich muss nicht mehr wieder die gleiche Aufgabe machen. Deshalb viele Leute, manche Leute von euch, also sehr viele eigentlich, dieses Jahr, sind so wie Situationen reingekommen, wo sie irgendwelche Erfahrungen gesammelt haben, wo irgendein Mensch oder eine Firma ein Spielchen vielleicht mit euch gemacht hat und ihr seid wie da gewesen und überlegt, ja, mache ich das jetzt, was mache ich jetzt aus der Situation? Manche haben Angst gehabt, wollten das Falsche halten. Sagen, nein, ich halte das genau jetzt. Und die anderen haben gesagt, nein, also ich wehre mich jetzt dagegen, weil das ist nicht meine Energie. Diese Energie habe ich schon gelernt. Ich brauche nicht mehr halbe Dinge oder ich brauche nicht Dinge, die nicht zu meiner Energie gehören oder wo ich nicht wertgeschätzt werde. Und jetzt kommt dieser Schütze-Neumond. Und der Schütze-Neumond sagt, so, jetzt hast du eine Lektion erlebt. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Dieser Schütze-Neumond ist so bedeutungsvoll. Warum, fragt euch vielleicht? Weil hier geht es nicht eigentlich um etwas beginnen, sondern hier fragt dich Astrologie, also die Planeten in den Schütze-Neumond, hast du begriffen? Hast du begriffen, dass du gewisse Glaubensmuster abgeben musst? Vielleicht, wo du über dich gedacht hast, wo du früher vielleicht akzeptiert hast oder wo du tolerant warst vielleicht. Sagt, gehören das immer noch zu dir? Bist du bereit, von dir so viel zu geben, obwohl du nichts bekommst? Bist du noch bereit, in einer Erziehungsmodell drinnen zu sein, wo du gelernt hast? Weil Glaubenssystem, Leute, hat etwas mit unserem Elternhaus zu tun. Familiengeschichten zu tun eigentlich. Warum? Weil dort, wo wir aufgewachsen sind, von unseren Eltern bekommen wir unser erstes Glaubenssystem. Unsere Eltern bringen uns bei, zu sitzen, zu gehorchen, nicht widerzusprechen, Dankeschön zu sagen. Das heißt, wir bekommen ein gewisses Erziehungsmodell. Wir erleben auch unseren Vater. Wie haben wir die Beziehung zu unseren ersten Männern eigentlich, können wir da sagen. Wie erleben wir unsere Mutter? Das heißt, wie verhalten wir uns als Frauen? Wie tolerant sind wir als Frauen? Was hat unsere Mutter uns für ein Frauenbild auf den Weg gegeben? Das heißt, unsere Modelle eigentlich, Glaubensmodelle oder Religion, so wie ihr sagen könnt, hat eigentlich den Ursprung mit unserer Familie zu tun. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die haben vielleicht das so erlebt, dass vielleicht ihre Eltern ja keine Beziehung zueinander hatten, richtig, Beispiel. Und da lassen sie sich gerne vielleicht mal in eine Beziehung rein, wo dort gar keine richtige Beziehung gelebt werden kann, weil sie sagen, ich kenne dieses Familienmodell und das ist okay für mich, dass ich nicht wertgeschätzt werde oder dass ich nicht gesehen werde. Ich akzeptiere das. Warum? Weil ich das von meiner Familie gesehen habe oder ich habe gesehen, wie mein Vater meine Mutter behandelt hat. Also ich bin auch so ein Mann wie mein Vater, weil das sind die Vaterfigur. Und hier in diesem Neumond sagt, hey, sind diese Glaubenssysteme wirklich ein Teil von dir? Ist dieses Glaubenssystem wirklich, was du haben möchtest? Dienen sie dir eigentlich? Oder vielleicht dieses Glaubenssystem, wo wir als Kindheit bekommen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht wertgeschätzt werden. Oder dass wir vielleicht so ein Glaubenssystem haben, wir müssen noch in der Vergangenheit leben. Oder wir müssen alles tolerieren, wir müssen alles akzeptieren, wir müssen geduldig sein. Dieses Klischee von Frauen vor allem. Frauen, wo alles okay finden müssen, nett kochen müssen, bügeln müssen, wo dieses Klischee eigentlich, aber von der Gesellschaft gegeben wird. Oder wo wir vielleicht auch mal so erzogen vielleicht werden, wir sind Frauenpower, wir stehen auf unsere eigenen Füße, wir brauchen gar keine Männer. Beim ersten Mal müssen wir sofort in die Kiste springen. Es kann aber auch zum Beispiel Modelle sein, wo wir zum Beispiel sagen, okay, wir müssen mit dem, was wir bekommen, uns genügen. Mit dem Wenigen akzeptieren. Wir dürfen nicht viel verlangen. Das, was wir bekommen, das akzeptieren wir. Vielleicht haben wir so ein Familienmodell. Es kann aber auch sein, dass wir ein Familienmodell haben, dass wir gar keine Familie haben. Und wir denken, wir verdienen keine Familie. Kann ja auch vielleicht sein.
Oder wo wir denken, es ist okay, dass wir betrogen werden, dass wir hintergangen werden. Oder dass wir vielleicht in einer Beziehung drinnen leben, wo gar keine Beziehung ist vielleicht. Weil wir das vielleicht irgend solche Muster vielleicht gesehen haben. Oder wo wir denken, das ist okay, das akzeptieren wir eigentlich. Aus irgendeinem Grund. Und dieses Neumond sagt eigentlich, ich will, dass du einen Neubeginn machst, aber vor allem etwas mit dir. Ich will, dass du hinschaust. Ich will, dass du hinschaust, was du denkst. Deine Denkmuster noch einmal überprüfst. Denn hier ist der letzte Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du dir dein Privatleben anschauen musst. In was gibst du ein? Oder auf was verzichtest du? Das heißt, wenn du dich auf eine Energie einlässt oder auf einen Menschen einlässt, in eine Firma einlässt, in eine Ausbildung einlässt, bist du dazu bereit? Oder bist du immer noch in alten Glaubensmuster, Denkmuster drinnen? Einen Denkmuster, die du aus deiner Kindheit mitbekommen hast, ein Denkmuster, die du aus den vergangenen Jahren dir erarbeitet hast, aber wo dieses Denkmuster gar nicht mehr gültig sind. Dient dieses Denkmuster dir noch eigentlich? Dient dieser Glaubenssatz dir noch eigentlich? Ist das wirklich noch so? Möchtest du das wirklich noch in dein Leben? Oder sagst du, ja, ich beginne jetzt etwas Neues, aber eigentlich um meine Vergangenheit abzuschließen. Eigentlich mir etwas erlauben, etwas Neues erlauben, wo ich extrem Angst habe. Und was ganz wichtig ist eigentlich jetzt in diesem Neumond, was sehr bedeutend ist eigentlich, es ist 28, 24 Grad dieses Neumond. Ein paar Stunden später kommt der Mond in Steinbock. Ein Tag später kommt Sonne in Steinbock. Einige Stunden später wieder, also einen Tag später können wir auch sagen, kommt Lilith in Schütze. Lilith in Schütze, das ist ein Thema für sich, Leute. Und darüber werde ich euch ein Video machen. Ich kann euch nur so viel sagen eigentlich. 2016 beginnt ganz radikal. 2016 werden wir ganz viele Zyklus haben und Unterzyklus. Das heißt, es sind so viele Zyklus, die ineinander gehen, wo wirklich nächstes Jahr eine der wichtigsten Jahre von euch sein wird. Und nächstes Jahr werdet ihr vor allem ganz klare Entscheidungen treffen für euer Leben. Es wird eine der Jahre sein, wo euch radikale Veränderung ist angesagt. Und jeden Monat wird ganz heftig werden. Es werden Monate geben, wo ihr vielleicht weinen werdet, weil ihr einfach merken werdet, so kann ich wie nicht mehr weiterleben eigentlich. Eines Jahr, wo riesigen Wendepunkte. Das ist eine wirklich entscheidende Jahr und darüber werde ich euch ein Video machen, ganz besonderen. Heute möchte ich nicht ganz fest auf das eingehen, aber es ist ein Jahr, wo wir eigentlich in die neue Energie laufen werden, weil der Pluto wird euch eure neue Aufgaben zeigen. Und hier eigentlich, dieses Schütze-Neumond, ist eigentlich das, was das aktivieren wird, kann ich euch sagen. Weil hier werdet ihr eine ganz klare Entscheidung treffen. Eine Entscheidung eigentlich, wo ihr sagt, lebe ich noch in der Vergangenheit? Bleibe ich noch in der Vergangenheit? Und ich will nächsten Jahren eigentlich in dieser Denkmuster weiterleben und vielleicht im Leidensprozess bleiben. Ich will in den Leidensenergie reingehen. Ich will in die Energie reingehen, wo ich mich nicht weiterentwickeln möchte. Oder ihr sagt diesen Monat eigentlich, vor allem im Januar, sagt, jetzt werde ich meine Strukturen von Neuem erschaffen. Und ich bin nicht mehr bereit, in der alten Energie zu bleiben. Ich will nicht mehr in der Vergangenheit leben oder ich will nicht mehr in der Warteposition sein. Ich will jetzt leben. Ich will jetzt genau mir das holen, was ich will. Aber damit wir das holen, was wir wollen in 2016, dann müssen wir auch vielleicht gewisse Dinge, die wir gemacht haben, auch loslassen. Wo wir wirklich merken, das ist nicht mehr meine Energie. Jetzt muss ich woanders eigentlich hinlaufen. Also einen Wendepunkt in meinem Leben machen und das wird manchmal euch Mut kosten, wirklich einen Wendepunkt zu machen. Wisst ihr, manchmal braucht ganz viel Mut, ganz viel Power, ganz viel Selbstvertrauen, zu sagen, ich will das, da möchte ich hin.
Aber manchmal, um dorthin zu laufen, müssen wir auch bereit sein, etwas loszulassen. Und das ist dieses Neumond. Dieser Neumond sagt, du willst etwas. Bist du dafür bereit, das alte Leben loszulassen? Kannst du das nehmen, das, was du möchtest? Willst du es nehmen? Wenn ja, jetzt musst du etwas tun. Du kannst nicht mehr Ausreden bringen. Du kannst nicht mehr sagen, ich brauche Zeit, zum Beispiel. Du kannst nicht mehr sagen, na, ich bin noch nicht so bereit. Oh, ich habe so viel Leidensprozess gehabt. Oh, ich bin ein armer Mensch. Oh, ich habe das in der Vergangenheit erlebt. Das alles diese Ausreden, das wird dir nichts mehr viel bringen. Entweder ihr werdet euch selber entscheiden oder es wird ganz große Entscheidungen auf euch zukommen. Aber die Ausreden, ich bin dazu nicht fähig. Zum Beispiel, es gibt ja gewisse Leute, die sagen zum Beispiel, ja, wenn ich arbeiten gehe, ich weiß ja nicht, ob ich das kann und es ist besser, wenn ich so bleibe und eigentlich möchte ich ja gerne, aber ich habe so viele Ausreden, warum ich keine Ausbildung machen kann. Ich habe so viele Ausreden, warum ich nicht auf eigene Füße stehen kann. Ich habe so viele Ausreden, warum ich doppelspurig fahre. Ich habe so viele Ausreden, warum ich mich nicht auf eine Beziehung einlasse. Es macht mir Angst, ich bin verletzt worden, ich bin nicht beziehungsfähig. Was gibt es noch für alle Ausreden eigentlich? Oder ich brauche noch Therapie. Oder zum Beispiel, ich mache keine Ausbildung, weil ich das mir nicht finanzieren kann. Aber ich habe sehr viel Geld, viele Gelder für Klamotten auszugeben zum Beispiel. Dafür reicht das Geld immer gut aus. Aber für meine eigene Zukunft, für meine Ausbildungen, das reicht nicht. Oder zum Beispiel, ich bin seit 30 Jahren in der Firma total unglücklich. Ich kann nicht den Job wechseln, weil ich ja dort so viel Stabilität habe. Diese Ausreden bringt es auch nichts. Dieses künstliche Ausreden, an einem Ort zu bleiben, wo ihr nicht mehr möchtet eigentlich. Was eure Seele wird so viel schreien jetzt. Und ihr werdet eigentlich, diese Struktur, die vorhanden ist, die muss jetzt losgelassen werden. Mond ist übrigens auch außerhalb Deklinationsgrad und relativ hoch, über 28 Grad kann ich euch sagen. Das heißt, diese Strukturen, die ihr jetzt habt, ob ihr wollt oder nicht wollt, die wird weggehen. Ganz klar. Diese Strukturen, die nicht mehr euch dienen, diese Strukturen, die nicht mehr gut ist, diese Strukturen, die euch nicht weiterbringt im Leben, die kann nicht mehr gehalten werden. Und das ist, ich sage das dir nicht, um euch Angst zu machen, oh, jetzt werdet alles verlieren. Nein, wir werden nicht ein gutes System verlieren, sondern wir werden das verlieren, wo wir eigentlich an einen falschen Strukturen uns festhalten. Wir halten uns vielleicht an Strukturen aus Angst. Eine Struktur halten wir eigentlich, weil wir sagen, wir haben den Mut nicht, unseren Träumen zu folgen. Etwas zu folgen, wo uns Freude macht. Wir haben Angst, unser Herz zu hören. Wir verstecken uns lieber in einer Höhle oder in Dunkelheit, in den tiefsten Dunkelheiten der Welt, mit vielen Ausreden. Wir wollen lieber uns mit alten Verletzungen beschäftigen, weil das nährt uns. Warum? Wenn wir uns mit alten Verletzungen beschäftigen und Therapeuten gehen die ganze Zeit, dann können wir uns um alte Themen kümmern. Das heißt, wir können in der Vergangenheit bleiben. Aber dieses System sagt jetzt, hey, lass diese blöden Vergangenheit jetzt mal los. Jetzt musst du mal vorwärts laufen in dein Leben. Jetzt ist fertig Vergangenheit. Jetzt ist fertig dieses Therapeutischen. Sage ich jetzt nicht laut, damit niemand mit mir schimpft. Schaut Leute, die Zeit ist vorbei von der Planetenenergie her. Weil warum eigentlich? Sie sagen, schaut mal, wir haben jetzt euch das aufgezeigt, ganzes Jahr, vor allem seit September bis jetzt. Ihr habt Entscheidungen treffen müssen. Bist du ein Opfer, kommst du aus der Opfersituation raus. Wie weit lässt du die Dinge mit dir machen? Wo sagst du jetzt mal Stopp und Nein? Manche von euch haben unter Tränen Stopp gesagt, Nein gesagt, ich will nicht. Manche haben den Mut nicht gehabt, Nein zu sagen. Und die weinen immer noch jetzt. Oder die denken immer noch an die Vergangenheit. Die haben etwas losgelassen und sagen, oh, warum habe ich es bloß losgelassen? Was ist, wenn ich nicht mehr glücklich werde? Wenn ihr schon glücklich wärt mit der Vergangenheit, dann hättet ihr das dieses Jahr auch nicht losgelassen, Leute. Ihr habt etwas losgelassen, was euch nicht mehr dient.
Aber manche von euch wollen noch in der Vergangenheit nochmal halten. Und das System sagt, vorbei, vorbei, jetzt gibt es ein neues System. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Bist du von dir aus bereit, die Konsequenzen zu tragen, auch im positiven Sinn? Bist du bereit, jetzt wirklich das zu nehmen, was du möchtest? Oder das, was du möchtest, lässt du freiwillig los. Und wenn du freiwillig loslässt, dann musst du mit diesen Konsequenzen auch leben. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht in die Punkt kommt, wo ihr sagt, jetzt habe ich so lange um einen Menschen gekämpft. Jetzt habe ich so lange um die Situation gekämpft, vielleicht für einen Job gekämpft, für eine finanzielle Situation gekämpft. Und jetzt möchte ich eigentlich das, was ich gekämpft habe, vielleicht auch loslassen. Das heißt, ich mache jetzt eigentlich einen Anfang für mich. In diesem Neumond geht es einen Anfang für euch. Das aus der Vergangenheit, um ein Thema abzuschließen, eine karmische Sache abzuschließen. Ihr macht einen Neuanfang, um euch wiederzufinden, euch selber eine Chance zu geben, nicht den anderen Menschen, sondern euch selber. Ihr macht hier einen Neubeginn und ihr sagt eigentlich in dem Neubeginn, ich will mich in etwas neu einlassen. Und manche von euch übrigens, weil ihr den Mut nicht habt, weil ihr Angst habt, was macht ihr eigentlich? Ihr werdet sagen, ich will mich in etwas einlassen und dabei verliere ich mich. Das heißt, ich tue ja nicht für das Verantwortung übernehmen, das, was ich will. Das heißt, ich opfere es, das, was ich will. Ich will wieder in der Vergangenheit eigentlich leben. Ich habe Angst vor dem Leben. Ich will gar nicht leben. Ich will nur existieren in dieser Welt, aber nicht leben. Ich will nicht hinter meine Träume laufen. Ich will keine neuen schönen Erfahrungen sammeln. Ich will in der Vergangenheit leben. Ich will Schmerzen haben. Ich will leiden. Ich will das Gefühl haben, dass Menschen mich verlassen. Aber ich übernehme dafür keine Verantwortung, dass ich Menschen von mir wegstoße, weil ich keine Eigenverantwortung übernehme. Weil ich nicht bereit bin, Eigenverantwortung zu übernehmen. Sondern ich bin der verlassene Mensch eigentlich. Und das System sagt, das ist auch eine Entscheidung. Mal schauen, wie ihr euch entscheidet. Manche von euch lasst euch aber auf etwas ein, wo ihr sagt, ja, das ist genau das, was ich. Es ist vielleicht vage, weiß ich nicht, wohin ich gehe, aber ich will es, weil ich merke, das ist wirklich das, was ich will. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr hinter eure Träume gehen solltet. Dass ihr wirklich euch überlegt, warum ihr im Moment das nicht annehmen könnt. Dass ihr euch auch fragt, für was kämpfe ich eigentlich? Oder was ist wirklich meine Einstellung? Das kann zum Beispiel sein, dass ihr für irgendwelche Menschen kämpft, wo euch gar nicht wollen. Und da müsst ihr euch wirklich die Frage stellen, wollt ihr wirklich diesen einen Menschen? Oder ihr müsst euch fragen, warum ihr euch gewisse Dinge mit euch machen lässt. Hier geht es nicht darum, um diesen Menschen oder um die Situation, um den Job oder um das Geld, Politik oder keine Ahnung was, sondern hier geht es wirklich darum, was bist du bereit für das, was du wirklich willst, dafür zu machen, zu leisten. Willst du in dieser Energie drinnen bleiben, wo dich nichts vorwärts bringt in dein Leben? Oder wo du mit dem Minimum leben musst, wo du sagst, ich will nur das Minimum vom Leben. Ich will nicht glücklich werden, ich muss nur existieren in dieser Welt. Also ich will euch ermutigen, wirklich darüber Gedanken machen, was ist der wahre Motivation, eure Gedanken in der Situation, wo ihr gerade steckt. Oder warum ihr jemanden wollt, das ist auch eine Frage. Oder denkt ihr, habt ihr keine anderen Chancen? Habt ihr keine anderen Auswahlmöglichkeiten? Vielleicht ist es eine Liebe, wo schon lange aus ist, wo ihr vielleicht nicht mehr zusammen seid und ihr seid immer noch in der Warteposition. Und man macht euch vielleicht ein bisschen Hoffnung und ein bisschen nicht. Und hier geht es wirklich darum, wo ihr euch überlegen müsst, warum lässt ihr euch mit diesen wenigen Hoffnungen, wo ihr bekommt, akzeptiert ihr das? Oder warum seid ihr in der Warteposition vielleicht? Vielleicht, das kann auch eine Beförderung sein, dass man euch immer wieder mal ermutigt, einen Job zu bekommen.
oder das Gefühl gibt, man wird euch befördern und ihr wartet und wartet und wartet, weil ihr denkt, ihr habt keinen Anspruch auf diesen Job eigentlich. Aber ihr habt auch Angst, in eine neue Firma reinzugehen, weil ihr sagt, wenn ich hier reingehe, dann muss ich von vorne beginnen. Aber das Leben ist immer ein Neubeginn, mein Lieben. Das Leben ist nicht immer stationär an einem Ort bleiben. Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln im Leben, neue Chancen anschauen, neue Dinge anschauen. Wir können nicht immer Spaghetti essen jeden Tag. Wir können nicht jeden Tag Käse essen oder 365 Tage das gleiche essen oder jahrelang. Irgendwann müssen wir andere Soßen probieren vielleicht. Wir können schon Spaghetti essen, aber vielleicht mal etwas Exotisches daraus machen. Vielleicht mal Spaghetti essen mit Nutella. Es ist ja ungewöhnlich. Oh Gott, Spaghetti mit Nutella. Weiß ich nicht. Man muss es vielleicht mal probieren. Vielleicht schmeckt es ja einem. Vielleicht muss man diese Soße ein bisschen verschieden machen. Schaut mal, Leute. Das ist eine Neumond, wo ihr sehr gut überlegen müsst. Und es verlangt wirklich von euch, schicksalhafte Denkeinstellungen zu verändern. Ihr werdet in die Position kommen, wo ihr Entscheidungen treffen müsst. Es wird verlangt von euch und es sagt so, was bist du bereit für das zu machen? Für dieses Denken, wo du hast. Was bist du bereit zu geben oder zu opfern? Oder bist du mutig genug, es zu machen? Das wird euch gefragt. Und hier, wir haben ein ganz intensives Jahr gehabt und denkt einfach mal so über 2025 nach, über all diese Herausforderungen, die ihr hattet. Über dieses Verhaltens von euch oder dieses Geduld von euch oder wo ihr vielleicht Sachen gelöst habt oder immer noch am Lösen seid. Denn ich weiß, ihr seid im Moment euch am Bewegen, ganz groß am Bewegen. Und hier geht es auch in dieser Energie darum eigentlich, dass jetzt das System sagt, so, jetzt musst du nicht mehr aushalten. Jetzt musst du kein Opfer mehr, du musst auch kein Täter sein, die Prüfung ist jetzt abgeschlossen, jetzt wirst du nur benotet. Und jetzt geht es darum, du hast jetzt das Ganze gelernt, bist du jetzt bereit, in die Veränderung zu gehen? Du bist nicht bereit, in die Veränderung zu gehen, kein Problem. Dann machen wir das für dich. Wenn du dich nicht veränderst, dann verändert sich die Planeten für dich etwas. Die machen eine Veränderung. Aber ob die nachher das ist, was du möchtest, das ist wieder eine Geschichte für sich. Das heißt, manchmal ist es auch so, mein Lieben, dass wir eigentlich oft im Leben ein Opfer werden oder eine Opfersituation erleben oder wo wir im Leben Verluste erleben oder dass ein Mensch uns verlässt oder dass wir in eine dumme Situation reinkommen oder uns ärgern und es liegt oft nicht an anderen Menschen, sondern es liegt an uns, weil wir für die Dinge, die wir lieben, keine Verantwortung übernehmen können. Weil wir nicht in der Lage sind, zu etwas Ja oder Nein zu sagen. Ein Nein ist auch wichtig. Ein Nein ist auch eine Entscheidung. Aber keine Entscheidung treffen, das ist keine Entscheidung. Ja ist eine Entscheidung, Nein ist eine Entscheidung. Ich will oder ich will nicht. Da kann man damit leben. Da kann man da seinen Weg machen. Aber dieses Zwischendurch, dieses, wo man sich nicht entscheidet, wo man nicht weiß, was man will, das ist keine Entscheidung. Das ist eigentlich, dass wir uns selber in Situationen reinbringen, wo wir sagen eigentlich, oh, wir werden verlassen, oh, ich werde immer verlassen, oh, ich habe immer so komische Beziehungen. Warum? Weil wir uns immer wieder in komische Beziehungen einlassen. Oder Menschen sind aggressiv zu uns. Warum? Weil wir die Menschen ständig mit unserem subtilen Spielchen eigentlich provozieren eigentlich. Wir werden nicht einfach verlassen. Niemand dreht sich uns einfach den Ruck. Das heißt, unsere Verhaltensformen, subtile, teilweise manipulative, teilweise dieses ganz, ganz langsame zum, wie kann ich den anderen noch ein bisschen so Spielchen machen, das bewegt den anderen, sich von uns zu distanzieren. Aber weil wir das eigentlich wollen. Wir wollen die Nähe nicht zu Menschen. Oder wir wollen diese Verbindlichkeit nicht. Oder wir wollen keine Karriere machen. Es gibt Leute, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen provozierend, das, was ich sage. Es gibt Menschen eigentlich, die wollen keinen Erfolg im Leben haben. Die haben Angst vor dem Erfolg. Oder die haben Angst vor der Liebe. Oder die haben Angst vor dem eigenen Mut eigentlich im Leben. Weil das heißt, sie können glücklich werden. Sie können etwas im Leben erreichen. Sie können sichtbar werden. Und manche Leute haben Angst vor das und nehmen es nicht. Sie packen die Chance nicht. Sie lassen es gehen.
Das ist auch eine Entscheidung. Aber hier wird von euch jetzt eine reale Entscheidung gefragt. Was machst du jetzt? Das ist die Situation und viele von euch werden vollendete Tatsache stehen. Ihr werdet entweder sagen ja oder nein. Die Menschen, die sich nicht entscheiden können hier, die Menschen, die keine Position nehmen können, denen wünsche ich sehr viel Kraft nächstes Jahr. Denn die gehen in einen Leidensprozess, aber nicht in einen kurzen Leidensprozess, einen langjährigen. Denn nächstes Jahr, wir haben so ganz spezielle Zyklus, meine Lieben. Ich werde euch ein Video über nächstes Jahr erzählen, machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Übrigens für all diejenigen, wo im Moment sich ein bisschen traurig sind, weil ich nicht für euch allen einen extra Video gemacht habe zum Jahresschluss. Ihr wisst ja, man macht ein Video, was wird nächstes Jahr für dieses einzelne Aszendent-Tierkreiszeichen bringen. Ich habe das nicht gemacht. Warum? Weil in der Astrologie beginnt der Zyklus nicht Ende Dezember, sondern am 21. März. Das ist eine sehr wichtige, das ist eigentlich Starting in Astrologie mit dem Widerzeichen. Und deshalb ist dieses Jahr in der Astrologiejahr noch nicht vorbei, das beginnt ja auch erst im März. Deshalb ich werde euch Jahresvideo machen, wahrscheinlich erst gegen Ende Januar. Warum? Damit ich euch unterstützen kann. Im Februar haben wir Highlight, wirklich Highlight Sonnenfinsternis. Highlight Mondfinsternis und das ist das Bewegen und das, nachher wird es laufen, Leute. Nächstes Jahr werde ich euch nicht sagen, in der Vergangenheit, nein, nächstes Jahr, Zukunft, 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 Zukunft. Die Starting, wie ihr was starten werdet, was ihr machen werdet, was ihr loslassen müsst. Nächstes Jahr werde ich mit ganz, ganz anderen Dingen an euch herankommen. Und nächstes Jahr werde ich euch ein Video vorbereiten für jeder einzelne Tierkreiszeichen. Ich denke so vor dem Sonnenfinsternis im Februar, damit ihr ganzes Jahr besser organisieren könnt. Und ihr vor allem mich dann auch versteht, wenn ich euch Videos mache, Neumonde und Vollmonde mache. Das heißt, dass ihr überhaupt dieses ganze grobe Thema eigentlich versteht. Das ist sehr wichtig. Weil wenn die Leute, natürlich nicht alle, aber die Leute, die mich regelmäßig hören, die wissen genau, jetzt ist Achtung, jetzt sagt man Achtung, jetzt ist Stopping angesagt, jetzt muss man vorwärts laufen, jetzt muss man das machen. Die verfolgen ja das so richtig. Und für diejenigen werden dieses Videos dann, wo ich sehr intensiv dann für euch machen werde, also intensiv, das heißt nicht oberflächlich, sondern für dieses, ich werde verschiedene Bereiche dann ganz stark ansprechen, Zyklusse werde ich ansprechen und ihr könnt versucht mal mit diesem dann etwas anzufangen natürlich. Ja, das ist so einfach so ein bisschen so die Botschaft, einfach, dass ihr das so bitte wisst, warum ich das dieses Jahr noch nicht gemacht habe, weil ich finde auch, es gibt so viele tolle Astrologen oder Astrologinnen, die solche Videos ja im Dezember machen und ich finde es auch wirklich schön, dass sie das machen und da denke ich, dass ich das auch mache, wenn das schon alle anderen machen, finde ich ein bisschen schade eigentlich. Deshalb mache ich das eigentlich euch vorbereiten auf den astrologischen Neubeginn eigentlich. Also auf das vorzubereiten. Und vor allem, ich werde das vor dem Sonnenfinsternis machen, damit ihr in die gute Energie bereits mitstarten könnt. So, meine Lieben, in diesem Neumond wird ein bisschen hektisch abgehen eigentlich die nächsten Tage bei euch, vermute ich mal sehr stark. Und manche Leute werden voll den Krise haben und Stress haben und deshalb ist auch wichtig, dass ihr eurem Radix wirklich anschauen lässt eigentlich und diejenigen sagen, die brauchen das nicht, ist auch okay. Und damit meine ich auch nicht, dass ihr zu mir kommen solltet. Ihr könnt zu irgendwelchen Astrologen gehen. Ich empfehle euch, dass ihr euren Radix wirklich anschauen lässt, euren Zyklus anschauen lässt, würde ich euch empfehlen. Weil viele von euch könntet aus Angst vielleicht Dinge machen, wo ihr gar nicht möchtet langfristig. Das kann vielleicht sein. Oder wo ihr merkt, ich greife jetzt nicht das, was ich möchte. Aber diejenigen auch, die mich regelmäßig hören, die wissen ganz genau, um was es geht, weil die spüren ja die Energie, die wissen auch, wo ansetzen
Und die natürlich können ganz genau spüren, jetzt ist das da, jetzt ist das dran. Und wenn ihr das spürt, dann macht es auch wirklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht in der Selbstmitleid bleiben, sage ich noch einmal in diesem Neumond. Nicht in der Vergangenheit bleiben, nicht aus Angst, nicht etwas zu wagen, sondern habt Mut. Habt wirklich Mut für euch, für eure Bedürfnisse einzustehen. Für euch selber zu gehen. Und wenn das heißt, einen Ort zu verlassen, dann verlasst diesen Ort. Wenn es heißt, für eure Träume in einem anderen Land zu gehen, dann geht in einem anderen Land. Vielleicht, dass ihr ein ganzes System durchbricht, dann durchbricht dieses System. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist jetzt dieses Energie eigentlich. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Abend und passt schön auf euch auf.